Christopher und Andrea. Meistens sind wir abseits der Hauptstraßen unterwegs. Zurzeit sind wir im großen Kaukasus. Im letzten Teil wollten wir über den Zagari-Pass, aber aufgrund von Schneefall und der einsetzenden Dunkelheit haben wir dieses Vorhaben vertagt. Diesmal starten wir einen erneuten Anlauf nach Uschkuli. Bis hier etwa waren wir gestern auch mit dem Auto. Ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wieder ein Stück runterzufahren. Also es wäre jetzt hier nichts passiert, aber man weiß es halt nicht, weil das ganze Erdreich, das rutscht hier richtig. Das kriegt man mit, überall fallen Steine runter. Und auch nicht nur kleine Steine. Ja, auch richtig große. Heute Morgen, das war auch ein ganz spektakuläres Naturschauspiel, weil abends hat es noch geregnet, so ganz leicht. Und dann über Nacht waren Minusgrade. Und dann standen so kleine Stalagniten, auf denen so Steine thronten, lagen überall. Und dann kam heute Morgen die Sonne raus und dann sind die ganzen Steine alle so 2-3 Zentimeter abgesackt. Und das hat so Geräusche gemacht, hat man so gesehen, wie der ganze Erdboden hat sich halt so bewegt, wie so in kleinen Wellen, als die Sonne rauskam. Das war total spektakulär zu sehen. Deswegen war schon ganz gut, dass wir runtergefahren sind, ein Stück, da wo halt nicht mehr so viel Schnee liegt. Und da ist es halt auch nicht so gefährlich, dass man nicht mehr zurückkommen könnte. Weil wenn hier jetzt was abrutscht, die Straße wird erst wieder im Frühjahr geräumt. Weil dann kommen wir hier nicht mehr weg, dann sitzen wir hier fest. Also wir würden noch wegkommen, ich glaube nach Uschkuli sind es 15 Kilometer und zurück ins Tal, wo wir hergekommen sind, zum nächsten Ort etwa 25 Kilometer. Es kann halt nur sein, dass man da mit Auto die Straße halt nicht mehr fahren kann. Was jetzt da wahrscheinlich schon der Fall ist. Aber deswegen gehen wir mal die Straße ab, gucken uns das Ganze mal an, ob wir uns das zutrauen oder halt eher nicht. Wir haben seit einiger Zeit sogar einen Begleiter. Schon, ich glaube mittlerweile schon seit 3 Kilometern. Aber der ist ein bisschen schneller als wir. Na komm, Togo. Das brauche ich dir nicht sagen, ne? Du bist schneller als wir. Wir sind zurück am Auto. Togo hat uns die ganze Zeit begleitet. Jetzt schon, ich glaube, 2,5, 3 Stunden läuft er jetzt immer mit uns mit. Aber hier ist halt sonst auch kein anderer. Ja, wir werden jetzt aber auch wieder runterfahren. Wir werden nicht über den Zagaro-Pass fahren, haben wir uns überlegt. Also es wäre möglich, denke ich, wenn wir Ketten aufziehen. Uns kamen auch 2 kleine Landcruiser entgegen, also die mit kurzen Radstand, auch mit Ketten. Die sind auch über den Pass gefahren, also er wäre frei. Aber ja, es bringt uns an sich auch nichts, weil wir wollen danach zu den heißen Quellen. Und bei Kutaisi? Bei Kutaisi, genau. Und wir würden jetzt halt nur nach Uschkuli, Mestia und dann halt wieder runterfahren. Dann können wir auch den gleichen Weg, den wir hochgekommen sind, wieder runterfahren. Also es ist hier ja trotzdem schön gewesen. Also die Berge sieht man ja trotzdem. Ja, ist richtig schön. Auch die Wanderung hat echt Spaß gemacht. So schön im Schnee mal wieder. Das war echt cool.
Ja, das Einzige wäre halt, wir fahren immer ungern einen Weg zweimal. Das ist so, wir hatten so geplant, jetzt über den Zagaro-Pass und dann wieder runter und dann zu den heißen Quellen. Und jetzt müssen wir halt den Weg, ich glaube schon so 70, 80 Kilometer. Nee, nicht ganz, weil wir in dem Ort ja dann rechts fahren. Ach so, In diesem- genau, stimmt. Da können wir einmal abbiegen und dann fahren wir zu den heißen Quellen. Da freue ich mich auch schon. Ja. Wir navigieren mit den OpenStreetMap-Karten, also OSM End, und gleichen das oftmals mit den Google Maps-Karten nochmal ab, um die optimale Strecke zu finden. Und auf den Satellitenbildern haben wir hier diesen Platz gesehen, direkt am Fluss. Hier ist auch eine kleine Brücke eingezeichnet gewesen, also eher eine Fußgängerbrücke. Und Christopher hatte aber auf den Satellitenbildern natürlich gesehen, dass hier auch Fahrspuren durch den Fluss führen. Also hat er gedacht, vielleicht können wir ja doch furten. Und das würde uns den Weg abkürzen. Ja, das würde uns den Weg sehr stark abkürzen. Also wenn wir hier jetzt nicht rüberkommen würden, dann müssten wir 50 Kilometer weiterfahren. Aber ja, hier ist jetzt eine neu gebaute Brücke, die bei Google noch nicht drin ist. OpenStreetMap hat die aber anscheinend schon drin. Und wir müssen deshalb nicht furten. Ursprünglich war ja auch der Plan, jetzt zu den heißen Quellen zu fahren. Den haben wir aber nochmal umgeworfen, weil die nächsten Tage ist halt nochmal richtig gutes Wetter angesagt. Und deswegen wollen wir noch ein bisschen in den Bergen bleiben. Hier wären wir definitiv nicht rübergefahren. Ich habe gerade sogar Schiss, über die Brücke zu gehen. Da stehen wir übrigens. Und da ist die gute Brücke. Das schwingt hier alles. Ich meine, es ist eine Hängebrücke, aber... Ja, aber das Holz ist halt wirklich nicht mehr sehr vertrauenserweckend. Auch die geflickten Stellen sind jetzt nicht so... Ja, aber man ist nicht tot, wenn man hier runterfällt. Man hat sich nur Beine gebrochen. Das beruhigt etwas. Ach du meine Güte. Boah, hier ist richtig morsch. Guck mal, hier sind die Nägel gelöst. Ja, ich weiß. Das bewegt sich über hier. Boah, da wird's noch besser gleich. Ah, wir gehen durch die andere Brücke zurück. Weiter geht's Richtung Schnee. Ja, wir sind jetzt in Mestia. Ist richtig schön hier mit dem Bergpanorama. Da drüben ist übrigens
die russische Grenze. Also der Kamm bildet die russische Grenze. Und wir sind hier auf 1500 Meter Höhe. So in etwa, glaube ich, Ja. ja. Und ja, jetzt werden wir noch ein klein bisschen weiterfahren, ein bisschen höher noch, Richtung Uschkuli nochmal. Da waren wir ja schon mal wandern jetzt vor ein paar Tagen. Aber jetzt wollen wir dann nochmal hinfahren und können vielleicht auch die Langlaufski auspacken, endlich mal. Bisher war noch nicht genug Schnee, aber könnte passen. Und Mestia ist auch echt überraschend. Also der Ort. Ja, ist irgendwie ziemlich groß. Also Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Ort wirklich so groß ist und hier so viel los ist. Ja, wir haben uns vorher jetzt nicht so viel informiert, haben nur auf die Karte geguckt und die meisten Bergorte sind im Winter sogar zu. Also da ist halt, es sind ganz wenige Leute, die da noch leben. Und Mestia ist eine richtig kleine Stadt, also richtig mit Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Ja, waren wir etwas perplex, das hatten wir gar nicht so gedacht. Wir haben auf dem Weg hier hoch, haben wir schon so, weil die Straße ist schon recht rau, also auch stellenweise ganz schön schmal und Und es ist weit zum nächsten Ort auch runter, ne? ja, und es ist halt nur eine Verkehrsstraße. Hier ist eine richtige Stadt hier oben, also ist schon ziemlich cool. Wollen wir jetzt auch noch mal einkaufen, ne? Bevor wir nach Uschkuli fahren? Natürlich gehen wir wieder einkaufen. Was uns in Mestia noch total überrascht hat, ist, dass es hier einen kleinen Flugplatz gibt. Also es ist nicht nur ein Helikopterlandeplatz, sondern wirklich ein Flugplatz. Wir haben zwar noch kein Flugzeug gesehen, aber Nur ein Helikopter. nur ein Helikopter, aber sieht alles relativ neu aus. Das war hier genau das Gleiche. Das scheint hier Standard zu sein. Ja. Wenn wir wissen genau, was geht. Nachdem wir Mestia durchquert haben, es leben dort übrigens ca. 2000 Menschen, was für diese Region sehr viel ist, geht es weiter über abenteuerliche Straßen. In dem kleinen Bergdorf Uschkuli, zu dem wir gerade unterwegs sind, leben gerade mal 200 Menschen und im Winter noch weniger, weil das Dorf dann häufig Tage oder Wochen lang nicht zu erreichen ist. Im Winter ist die einzige Zufahrt diese 44 Kilometer lange Straße, die man versucht mit viel Aufwand passierbar zu halten. Im Sommer gibt es auch die Möglichkeit über den Zagari-Pass, das war ja auch unser ursprünglicher Plan. Der Fluss ist aber gefroren. Nach gefühlten Stunden kommen wir in Uschkuli an und fahren an den typischen Wehrtürmen vorbei, die sogar UNESCO-Welterbe sind. Auch sozioökonomisch ist Uschkuli bzw. die ganze Region Obersvanetien extrem spannend, weil sich dort eigene Rechtssysteme entwickelt haben. Die Türme dienten vor allem zur Landsicherung der dort lebenden Familien und Gemeinschaften. Jetzt geradeaus weiter? Ja. Oder? Ja. Schöne Aussicht, ne? Ja, Sieht cool aus. ganz schön kalt.
Ja, wir sind auch auf 2100 Meter. Schön.